Servus Leute, ich habe da meine Eco 9 Maschine, die jetzt ein neues Problem begonnen hat nach 4 Monaten. Brühenheit reinigen, zeigt sie immer wieder, obwohl ich sie gereinigt habe vor ein paar Tagen. Und ich werde euch jetzt in diesem Video zeigen, woran das Problem liegt und wie ihr das halt schnell repariert. Und dazu nehmen wir einfach die Brühgruppe raus und da sieht man schon das Problem. Die Brühgruppe, die steckt. Normalerweise muss sie ganz nach rechts sein, dieser Becher. Bitte jetzt nicht das Ganze nach rechts schieben und versuchen sie so rauszunehmen, sondern zuerst nach links, weil sie eigentlich hier drinnen steckt. Das kann man jetzt wirklich sehr schön sehen. Dieses Teil hier müsste normalerweise da hinaufgleiten und in diese Richtung gehen. Da sich der Becher aber zu früh nach rechts bewegt, bleibt sie eben so stecken. So müsste jetzt das Ganze nach links, das einmal Klick macht und dann könnt ihr das Ganze dann wieder bewegen und jetzt die Brühgruppe rausnehmen. So, das ganze Problem liegt eigentlich an diesem Schlauch, der eben auch nicht nur als Schlauch, sondern als eine Rückfeder dient. Das heißt, der ist dafür da auch, um diesen Becher nach links zu halten. Und das Problem ist, wenn sich die Schnecke dann dreht, durch die Drehung versucht sie den Becher auch nach rechts zu ziehen. Und sobald er nicht beim Runtergehen, sobald er nicht ganz links steht, sondern eher nach rechts leicht, passiert eben das, dass dieses Stück hier nicht hier hineinfährt, sondern schon hier nach oben drückt und dann bleibt sie stecken. Also ich würde euch raten, bestellt euch schon einmal ein paar solche Schläuche und tauscht sie immer wieder, wenn ihr am Anfang zum Schreien Brühgruppe reinigen. Und derweil, damit ihr mal einfach noch Kaffee genießen könnt, bis der Schlauch kommt, und da hinten rein. So, und jetzt habt ihr so einen automatischen Zug auf diesen Becher, der immer nach links ist, egal wie sich dann die Schnecke dreht. Und versuchen wir das Ganze jetzt noch einmal. Um den Becher nach unten zu kommen, drehen wir nach links. Das heißt, durch die Drehung, wenn das da schwergängig ist, versucht es immer diesen Becher nach rechts zu ziehen. Und wenn der Schlauch nicht stark genug ist, lässt er es auch zu. Und dann habt ihr eben gleich das Problem, dass da fängt es an, diesen Zahn. Jetzt kommt er gleich. Seht ihr das? Und wenn ich jetzt den Becher nach rechts drücke, seht ihr das? Wenn ich ihn aber so halte, leicht nach rechts und versuche dann zu drehen, geht nicht mehr, weil er bleibt stecken. Seht ihr es? Und deswegen beim Runtergehen muss der Becher immer ganz links stehen. So kommt er drüber. So kommt er drüber, seht ihr? Wenn ich ihn aber leicht nach rechts drücke, Moment, zack, und bleibt schon stecken. Seht ihr? Also, bestellt euch so ein paar Schläuche, nehmt so ein Gummi als Behelfsmittel fürs Erste, bis die Schläuche kommen. Und dieser Schlauch dient eben als Feder, nicht nur zum Wasser transportieren, und wenn der nachlässt, dann kann er den Becher nicht links halten und hier unten fängt er dann zum Stecken an. Und jetzt versuchen wir einfach unser Glück und schauen wir, ob sie wieder stecken bleibt.
Jetzt läuft es einmal rauf und runter. Machen wir einen kleinen Kaffee. Schauen wir sie mal, ob sie läuft. Hören wir jetzt mal zu und ob sie stecken bleibt wieder. So wie es ausschaut, passt das jetzt wieder. Dass ihr das noch einmal seht. So, das ist jetzt die normale Position, die sie haben sollte. Und jetzt seht ihr natürlich das Problem. Dieses Teil ist immer nach rechts. Das heißt, wenn ihr sie abschaltet, ist der Becher ganz rechts und das bedeutet, dass der Schlauch immer komplett abgeknickt. Da ist der erste Knick und da unten ist noch ein Knick. Und so bleibt dann das Ganze und irgendwann lässt auch dieser Schlauch nach. Und dann diese Federfunktion, die er haben sollte, hat er dann nicht mehr. Und da beginnen die Probleme, obwohl die Brühgruppe eigentlich noch gut ist. Gut. So. Gut, ich hoffe, das Video hilft euch weiter. Und ja. Wenn ihr Fragen habt, fragt ruhig. Demnächst werde ich auch ein Video machen, wie man die Brühgruppe komplett zerlegt und reinigt. Und ja, bis zum nächsten Video. Baba.